Ja, moinsen. Heute machen wir mal kein Fahrvideo wie sonst. Heute stehen wir nur rum im Auto, weil für diesen Truck hier habe ich keine Ladung, keine Tour heute und der andere ist schon vorgeladen für morgen und da will ich jetzt auch nicht irgendwie nur sinnlos rumfahren. Und ich habe jetzt ein Video für heute mit dem Thema Marokko Kosten, Reisekosten, weil ich war ja dieses Jahr schon mal runtergefahren und zwar erst hatte ich eine Fuhre nach Spanien und dann bin ich von Spanien weiter nach Marokko und da habe ich schon Videos veröffentlicht dazu von den Fahrvideos und von der Fähre und allem drum und dran. Aber über die Kosten haben wir noch nicht gesprochen und ich hatte mal früher vor ein paar Jahren schon ein Video gemacht und da schauen wir jetzt mal, ob wir die Kosten noch so haben. Mittlerweile hat sich ja was geändert mit meinem Truck muss ich ja jetzt auch in Deutschland Maut bezahlen, ne? Seit Juli 24. Und das wären jetzt, ich habe mir das aufgeschrieben, ich habe in Deutschland auf der Hinfahrt 170 Maut bezahlt und auf der Rückfahrt waren es 200, weil ich bin ja auf Hin- und Rückfahrt unterschiedliche Strecken gefahren. Aber auf der Rückfahrt habe ich noch Leute besucht, die ich von früher kenne. Und bleiben wir aber jetzt erstmal bei der Maut. Also auf der Hinfahrt habe ich in Deutschland 170 bezahlt. In Frankreich waren es weniger als 20, weil in Frankreich habe ich auf der Hinfahrt so gut wie alle Mautstrecken vermieden. Nur da, wo es halt gar nicht anders ging, bin ich dann auf die Autobahn gefahren. Und da hatte ich knapp mal 17,44 € an Maut zu bezahlen in Frankreich. Auf der Rückfahrt bin ich mehr Autobahn gefahren, weil ich wollte es einfach mal austesten, wie der Unterschied ist. Und auf der Rückfahrt waren es dann 132. Und da sieht man also, in Frankreich kann man massig Geld sparen, wenn man auf der Rue National fährt und nicht auf der Autobahn. Wobei man dazu sagen muss, in Deutschland ist es nicht möglich, weil auch die Bundesstraßen Maut kosten. Ne? In Spanien, ich bin ja runterzus und auch rückzus bin ich ja immer Frankreich-mäßig über Bordeaux gefahren und dann Nordspanien, San Sebastian und dann da oben runter über Sevilla, ne? Und dann nach Algeciras. Und auf der Strecke war nur eine Mautstrecke da in Spanien. Die meisten Autobahnen sind da mautfrei. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert, ob die Autobahnen in Spanien nur so lange Maut kosten, bis sie abbezahlt sind, so wie das, ich glaube, in Norwegen ist das so. Und jedenfalls habe ich da nur eine kurze Strecke gehabt. Die hat mich auch knapp 20 € Maut gekostet. Und die anderen, obwohl ich in Spanien viel Autobahn gefahren bin, nur da, wo es zwischendurch mal keine Autobahn gab, bin ich Bundesstraße gefahren, aber trotzdem mit 20 quer durch Spanien durchzukommen, das ist also recht günstig, da kann ich mich nicht beklagen. Tja, und auch auf der marokkanischen Seite kostet's Maut. Und da habe ich auch auf Hin- und Rückfahrt unterschiedliche Strecken gefahren und auf der Hinfahrt waren es da 11 € bis zum Fahrziel. Und auf der Rückfahrt waren es in Marokko 96. Da bin ich also auf der Rückfahrt mehr Mautstrecke gefahren, weil ich wollte ja auf der Rückfahrt möglichst die Fähre noch pünktlich erreichen. Da bin ich da mehr Autobahn gefahren, während ich runter zu mehr über die Nebenstrecken gefahren bin, weil ich was sehen wollte und Zeit hatte. Ja, und alles in allem habe ich also auf der Hinfahrt 218
930 bezahlt und auf der Rückfahrt waren es 450. Wie gesagt, weil ich in Frankreich anders gefahren bin und auch in Deutschland habe ich auf dem Rückweg 30 mehr bezahlt und in Frankreich habe ich 110 mehr bezahlt, ne? Und auch in Marokko habe ich auf der Rückfahrt mehr Maut bezahlt. Da kommt es halt auch auf die Streckenwahl drauf an. Und zur Maut dazu muss ich jetzt natürlich noch rechnen die Fähre, weil ich zähle die jetzt auch als Mautkosten dazu. Die Fähre hat 250 gekostet, knapp, also 246, um genau zu sein. Und was man auch noch braucht, ist für Marokko eine Kfz-Versicherung. Da habe ich auch nochmal 252 bezahlt. Jetzt ist das eine Kostenstufe, die nicht jeder von euch hat. Da müsst ihr schauen. Ihr habt ja in eurer Versicherung die grüne Karte, hat man früher gesagt, also diese Auslandskarte. Und da sind ja die Länderkürzel alle drauf, wo die überall gelten. Natürlich innerhalb der EU sind alle Staaten und außerhalb der EU sind ja einige dann durchgekreuzt und da gelten nur die, die nicht durchgekreuzt sind. Und bei meiner Versicherung ist eben Marokko durchgekreuzt, also ich muss für Marokko selbst eine Versicherung abschließen. Es kann aber sein, dass das bei eurer Versicherungsgesellschaft das anders ist. Da müsst ihr nachschauen. Tja, und was haben wir dann noch für Kosten? Natürlich der Sprit. Und da war es jetzt unterschiedlich. Die Preise am billigsten war Marokko. Spanien war auch billiger als Frankreich. Wobei ich auf der Hinfahrt in Frankreich gar nicht getankt habe. Da habe ich noch in Deutschland nochmal vollgetankt und bin dann quer durch Frankreich durch und habe dann erst die erste in Spanien getankt, ne? Weil das sind, glaube ich, 30 Cent pro Liter Unterschied, also Pi mal Daumen, weil die Gesellschaften dort verlangen ja nicht überall gleich, ne? Das muss man auch dazu sagen. Die variieren. Aber man kann sagen, in Frankreich waren es so um die 1,80 und in Spanien so um die 1,50, 1,56, ne? Und in Marokko um 1,40 und vollgetankt habe ich ab Vorabfahrt in Polen für 1,32 der Liter, ne? Und ich hatte also auf der Hinfahrt Spritkosten von 819 und auf der Rückfahrt von 912. Ist natürlich auch unterschiedlich wieder, weil ich unterschiedliche Strecken gefahren bin auf Hin- und Rückfahrt. Ne? Alles in allem haben wir dann ausgegeben für Fähre und Versicherung 498, für Sprit 1731 und Maut 668 und Komplettkosten wären das dann 2898 für Hin- und Rückfahrt mit dem Truck, mit dem Pickup und allerdings nicht mit dem, in dem ich heute sitze, sondern mit dem anderen, mit dem Chevrolet Pickup. Und ja, eingenommen habe ich also bis Spanien war es ja noch eine Dienstreise, da kann ich das also die Kosten bis Spanien an Maut und so weiter und Kraftstoff kann ich bis dahin absetzen und habe natürlich da auch Einnahmen erzielt mit dem Transport der Ware, aber der marokkanische Teil, das war dann privat. Weil nur so kann man so eine Fahrt finanzieren, wenn man also einen Teil geschäftlich fährt und den Rest dann privat, weil als ganze Privatreise von Anfang an ist es natürlich nichts. Weil für 2898 kann man mit dem Flieger fliegen, ne? Aber dann hat man halt das Problem im Flieger, da
Erstens mal die ganze Lauferei. Ich war mal meiner ersten Marokko-Reise, da musste ich zweimal umsteigen mit dem Flieger, weil das ging dann erst über Portugal und dann von Portugal wieder weiter mit so einer Propellermaschine. Und jedes Mal die Hetzerei und dann die Flughafenchecks und das geht mir einfach so auf die Nerven. Gut, auf der Fähre, wenn du nach Marokko rüberfährst, hast du auf der Fähre die Passkontrolle. Also ich bin von Algeciras nach Tanger Med gefahren und da wird die Passkontrolle und das alles dann auf dem Schiff erledigt. Da musste dann nur in Tanger über das Scanner fahren. Das ist auch total easy. Da wird dann das Fahrzeug geröntgt, na, und ob du was dabei hast, dann Ding halt, na, und der eine oder andere wird dann rausgezogen und nochmal genauer kontrolliert, aber für mich waren es 15 Minuten, was die ganze Scannerei da mich aufgehalten hat, also völlig irrelevant. Aber die kürzere Strecke von Algeciras Richtung Ceuta, das kann ich ja nicht empfehlen, weil in Ceuta oder Ceuta, wie es auf Marokkanisch ist, da haben die keinen Scanner. Da machen die Kontrollen noch auf altmodische Art und die fangen dir da an, sich zu schikanieren und wollen da das Auto zerlegen und alle Verkleidungen abbauen und so ein Scheiß, ne? Und da kannst du schon mal ein paar Stunden Zeit verlieren. Also ich würde es euch nicht empfehlen, weil man ist nie sicher, vor allem wenn man größere Fahrzeuge hat oder auch Wohnmobile oder so, werden gern schikaniert an der Grenze, was ich gesehen habe, ne? Also Septa, auch wenn es billiger ist von der Fähre her und das würde ich nicht empfehlen, ne? Über Tanger ist einfach besser. Die haben da diesen Scanner und da stellst das Auto hin und Wohnmobil, egal was es ist, der Scanner ist groß genug, dass es auch für einen großen Lastwagen reicht, ne? Und da fahren immer mehrere Fahrzeuge hintereinander dann auf diese Scannerrampe drauf und dann steigst du aus und dann fährt dieses Röntgengerät da oben drüber und dann ist die Sache schon erledigt. Und die meiste Zeit, die ich an der Grenze verbraucht habe, war eigentlich zwischen den ganzen Stationen hin und her fahren, weil das Hafengelände da unten riesengroß ist, ne? Und die Verkehrsführung ist mir oft, ich habe den Eindruck, dass die absichtlich da Schlangenlinien, damit es noch länger dauert, ne? Weil ich bin an ein paar Sachen zweimal vorbeigekommen. Aber wie gesagt, das war total easy alles. Das kann ich empfehlen, also über Tanger zu fahren. Und wie gesagt, auf dem Schiff macht man bereits die Passkontrolle. Ja, und ich habe da ein Video gemacht schon einmal, was man für die Einreise von Marokko alles braucht. Ich kann euch den mal in der Beschreibung verlinken, aber ich bin nie danach gefragt worden, die ganzen Sachen. Ich habe mich informiert, was man alles braucht für die Einreise, welche Papiere und Ding und dann wird an der Grenze einfach nichts danach abgefragt, ne, weil es offenbar niemanden interessiert. Das Einzige, was du ausfüllen musst, ist dieses so ein kleines Formular, wo die dein Name, deine Adresse, wo du dann in Marokko die Unterkunft hast und wo du hin willst und welchen Grund das du da hast, um da hinzufahren, ne. Ja, da schreibst du halt Tourismus rein, ne. Das kannst du alles ankreuzen, aber die anderen Papiere da mit vom Auto, was du alles ausfüllen musst, das ist alles, auch nach der Versicherung hat mich niemand gefragt, ne? Die haben zwar das für den Fahrzeugschein, ich habe einen marokkanischen Fahrzeugschein bekommen fürs Fahrzeug, der war so groß wie so eine Scheckkarte und das ist aber kein Plastiausweis, sondern nur so ein ausgedrucktes Stück Papier. Und das musste dann die ganze Zeit mitnehmen. Es wird auch nicht mehr in der Pass reingestempelt. Früher wurde das Fahrzeug in der Pass reingestempelt. Das ist heute auch nicht mehr der Fall, dass die das machen. Aber ich würde euch trotzdem empfehlen,
die Versicherung abzuschließen oder wenn ihr keine braucht, weil eure Versicherung Marokko mit abdeckt, dann ist es ja gut, ne? Aber solltet ihr unterwegs mal irgendwo angehalten werden, und in Marokko gibt es sehr viele Polizeikontrollen, in jeder Stadt am Ortsausgang und Eingang stehen die da und halten willkürlich Fahrzeuge an, und wenn da mal wirklich einer nach der Versicherung fragt, also ich bin in dem Monat, wo ich da unten war und 20 Mal angehalten wurde, nie nach der Versicherung gefragt worden, aber es könnte doch mal sein, dass das mal einer wissen will, und dann habt ihr keinen, dann habt ihr echt ein Problem. Weil marokkanische Polizei, das ist jetzt nicht so, wo man dann das Diskutieren anfängt, weil da landet man schnell im Knast, also seid ihr bloß vorsichtig. Ja, und auch wenn sie euch geblitzt haben, na, oder behaupten, sie hätten euch geblitzt, und das ist mir auch passiert. Ich war sicher, da wären 80 gewesen, und der hat aber zu mir gesagt, nee, da waren 60, naja. Da habe ich halt die 30 € bezahlt, da brauchst du nicht lang rumdiskutieren mit die Leuten. Das hat da keinen Sinn. Ja, und das wär's jetzt schon, was ich dazu zu sagen hatte zum Thema Kosten. Und wenn ihr mit dem Wohnmobil fahrt, dann werdet ihr ja ähnliche Kosten haben, mit Ausnahme in Deutschland, weil Wohnmobil ist in Deutschland noch nicht mautpflichtig, und ich sage jetzt absichtlich noch nicht, ne, weil wissen kann man es nie. Also Stand ist jetzt August 2025, und da sind Wohnmobile in Deutschland noch nicht mautpflichtig, aber in Frankreich natürlich schon, wenn ihr Autobahn fahrt, und Spanien, Marokko, und da könnt ihr euch drauf einstellen. Und dann wünsche ich euch eine gute Fahrt. Und schaut mal meine Videos an, ich habe da Playliste für Marokko-Reisen und so weiter. Ich verlinke das alles am Schluss. Und tschüss.